1. August 1980. 20:49 Uhr. Habe einen verdächtigen PKW verfolgt und Kennzeichen notiert. Sonst war nicht viel los. Kein Mord, kein Einbruch, nicht mal ein Fahrrad geklaut. Helmut Kublik lässt sich in letzter Zeit auch nicht mehr blicken. Ich glaube, er will Till nicht treffen. Im Radio habe ich gehört, John Lennon hat endlich wieder eine neue Platte aufgenommen. Hoffentlich spielt sie Alan Banks morgen in seiner Beatles-Sendung. PS: Mama hat angerufen. Sie kommt am Montag zurück. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Nachwuchstalentteil unserer Sendung. Heute geht es um Nuzzlebox. Wir haben die Gruppe schon im Studio, das heißt fast. Aber der leitende Teil der Band ist schon da. Herr Kerner, guten Abend. Guten Abend. Ja, also erstmal würden die Hörer natürlich sehr gerne wissen, Nuzzlebox. Wer ist das eigentlich? Nuzzlebox, das ist mein Bruder, der Till Kerner. Der spielt Gitarre und Bass. Ist er jünger oder älter als Sie? Älter. Mein Bruder ist 4 Jahre älter als ich. Ja, und dann ist da noch der berühmte Helmut Kublik. Ja, wie haben Sie sich denn kennengelernt? Also ich meine, wie ist die Band entstanden? Entstanden ist die... Ja, also das war vor ungefähr einem Jahr, so im Sommer. Und wir kennen uns eigentlich schon immer. Wir haben eine Menge Zeit miteinander verbracht. So rumgesessen und über Musik diskutiert. Welchen Umschlag wünschen Sie, A, B oder C? C, ich nehme Umschlag C. Umschlag C. Herr Kerner, Sie haben zurzeit 650 Mark. Herr Kublik hat 2580 Mark. Wie viel wollen Sie setzen? Ich setze alles. Herr Kerner setzt alles. Eine zweiteilige Frage, die in 30 Sekunden beantwortet werden muss. Wer warnte Paul McCartney, als Jane Asher unerwarteterweise früher von einer Tour zurückkam und er sich mit Francie Schwarz im Bett vergnügte? Und wann war das? Mann, schon wieder so eine Weiberfrage. Das interessiert doch echt überhaupt keinen. Du hast dir die Frage selber ausgesucht, also Mose nicht. Und? Und dann kam ich auf die Idee, nicht nur darüber zu reden, sondern eine Band aufzumachen. Lass uns doch eine Band aufmachen. Die anderen waren sofort begeistert. Jetzt kommst du schon wieder damit an. Du kannst doch eh kein Instrument, Mann. Aber ich könnte doch singen. Englisch kannst du auch nicht. Außerdem sind deine Haare viel zu kurz. Dann spiele ich hier im Bass, den hört man sowieso nicht. Also weißt du nun die Antwort oder nicht? Ringo? Komm, du musst es hier schon ein bisschen ernst nehmen, ja? Also? Herr Kublik, wissen Sie die Antwort? 1968 von Margot Stevens von den Apis Crafts. Danke, danke, das ist korrekt. Und damit ist Herr Kublik unser alter und neuer Champion. Und Herr Kerner geht baden. Ja, danke. Und jetzt geht's erstmal weiter mit Musik. Und zwar mit Something I Love. Mit wem ist das aufgenommen? Ja, also, das ist eins von mir ganz allein. Zwischen den anderen beiden gibt's gerade musikalische Differenzen. Aha. Naja, der Till arbeitet seit Anfang der Ferien verstärkt an seinem Solo-Projekt. Und der Helmut hat sich total im Studio vergraben. Wir hoffen natürlich alle, dass sich diese Differenzen bald legen werden. Jetzt aber erstmal Nuzzlebox mit Something I Love. Meine Damen und Herren, das hören wir uns doch mal an. Ich hole nur noch schnell die Gitarre. Mach auf! Ich weiß, dass du da bist. Mach auf! Ich mach den Fortuna-Aufkleber! Ich mach den Fortuna-Aufkleber!
lass den Aufkleber in Ruhe. Außerdem habe ich dir schon 1000-mal gesagt, du sollst mich nicht stören, wenn Tessa da ist. Ich will nur kurz die Gitarre. Du hast dein T-Shirt falsch rum an. Hör mal, du musst dir irgendwas anderes überlegen. Wir müssen uns woanders treffen. Ich habe keinen Bock mehr auf den. Ja. Lass mir das einfallen. Na, Tobias, wie geht's? Wie sind die Ferien daheim? Wie geht's deinem Bruder? Kommt ihr klar? Ist schon okay. Man muss aber schon aufpassen. Wir Männer sind einfach nicht dafür gemacht, alleine zu leben. Mir fehlt auch manchmal eine Frau zu Hause. Ist aber nicht einfach, die richtige zu finden. Deine Mutter, die ist schon was Besonderes. Wie lange ist sie denn noch weg? Eine Woche, ja? Hier, ist für dich. Vielen Dank. Keine Ursache. Tschüss. Guten Tag, Herr Höhr. Guten Tag. I'll let you know when the report comes back from the laboratory. That's The Clash and the Magnificent Seven, the new single taken from the Sandinista LPs. On last week's John Peel's music from BFBS. Do you have these cigarettes? Have you these cigarettes? Nee, die habe ich nun wirklich nicht. Dankeschön. Uhr 14:27 Uhr. Höchstverdächtigen Pkw entdeckt. Weißer VW Käfer, rechts gesteuert. Baujahr schätzungsweise 67, seltener 1,5 Liter Motor. Auf dem Rücksitz des Wagens befindet sich eine offene Reisetasche und eine verschlossene schwarze Aktentasche. Vorne liegen mehrere Kassetten und ein Stadtplan von London.
Der Fahrer trägt eine Sonnenbrille und spricht Englisch. Offenbar versucht er, den Kontakt zur Öffentlichkeit zu vermeiden. Frage, was befindet sich in der Aktentasche? Wo soll ich denn heute anfangen? Fang vorne an. Der Arzt hat gesagt, je früher, desto besser. Ich bin 7:30 zurück. Tschüss, Helmut. Tschüss. Erzähl doch mal von New Orleans, Papa. Amerika. Wie hieß dein Schiff? Ich war auch mal in Amerika. Das bin ich, Papa. Bei Tessa im Garten. Und das ist die Tessa. Weißt du nicht? Die Tessa. Tara Kublik! Helmut, ich muss dir was zeigen. Das ist unglaublich, das gibt's überhaupt nicht. Das glaubst du mir nie. Guck dir das mal an, das ist unfassbar. Sag mal, spinnst du? Lass die Platte in Ruhe. Hey, jetzt warte mal ab, ich muss dir was zeigen. Hier, LMW 28IF. Da. Er ist hier. Wer? Der Käfer von der Abbey Road steht bei Roger vom Laden. Ja, und dann ist er zum Plattenladen gefahren. Aber Roger kommt da jetzt morgen zurück. Ja, da war auch keiner da, aber der Typ, der hat da geklingelt. Da. Wo ist er jetzt? Weiß ich auch nicht. Ich habe ihn aber gesehen, ganz sicher. Der Mann. Sie müssen sich doch an den Mann erinnern können. Er hat Englisch gesprochen. Dann hätte ich ihn sowieso nicht verstanden. Tut mir leid, Jungs. Kommst du heute Abend noch mit zu uns? Den dritten Teil von Alan Banks hören? Nee, kann heute nicht. Ich muss auf meinen Vater aufpassen. Nimm's doch auf, oder? Mach's gut. Ciao. Ciao. Auf WDR 1 ein Bericht zur Situation der Milchwirtschaft in der DDR. Auf WDR 2 das Reisejournal. Und auf WDR 3 der dritte Teil des Beatles-Specials mit Alan Banks. Alan Banks fängt gleich an. Hast du das Vorlaufband vorgespult? Oh, Scheiße. Ja, nicht 20, aber immerhin schon 10 Jahre ist es jetzt her, dass die Beatles sich getrennt haben. Und wie immer beginnen wir auch diese Folge unserer Sendung mit einer Quizfrage. Ich geh dann. Heute gibt es einen ganz besonderen Leckerbissen. Wir verlosen 5 Exemplare der neuen Single von John Lennon, Just Like Starting Over, die erst im Oktober erhältlich sein wird. Wer gewinnen will, muss nur die folgende, vielleicht nicht ganz einfache Frage beantworten. Am Ende von Strawberry Fields hört man John Lennon zweimal einen mysteriösen Satz sagen. Die Frage lautet, was sagt er am Ende des Stücks?
Wer? Ach, Tobias. Nee, der Helmut, der ist mit seinem Vater zum Pfarrer Teunissen. Ja, bitte? Ich hätte bitte gerne eine Cola und eine Fanta. Ja. Ja, bitte? Eine Cola, bitte. Hallo. Na? Ich hab die Karten schon gekauft. Autohaus Soltau an der B84. 21:48 Uhr. Der Käfer von der Abbey Road war heute in der Stadt. Der verdächtige Fahrer ist mir entwischt. Das ist der größte Fall meines Lebens, aber Helmut glaubt mir nicht. Alan Banks stellt immer schwierigere Fragen. Was sagt John Lennon am Ende von Strawberry Fields? Was sagt John Lennon am Ende von Strawberry Fields? Tschüss. Kennst du einen? Ja, ich kenne schon echt guten. Ehrlich? Wen denn? Mich? Ach, Ringo, was macht die Kunst? Alles klar auf der Bonanza Ranch? Alles klar. Was gibt's? Ich muss mit dir reden. Geht's los. Alleine. So. Sind wir ungestört. Also, was gibt's? Hör dir das an. Und? Was und? Na, was sagt er da? Du kannst doch Englisch. Ach, nochmal. Na gut. Irgendwann muss es ja mal drauf kommen. Willst du das wirklich hören? Ja. Also, pass auf. Was John da sagt, ist I buried Paul. Ich habe Paul beerdigt. Was? Eine Sache noch. Was ich dir erzählt habe, das darfst du niemandem weitersagen. Wenn ich sage niemand, meine ich niemand. Verstanden? Wenn das die Runde macht, kommt der Typ mit dem Käfer zurück und er findet raus, wer gesungen hat. Das ist dann kein Spaß mehr. Also, kein Wort zu niemandem. Okay?
nach vor Kublik! Mann, Typ! Schwörst du, dass du es niemandem weitererzählst? Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst Bescheid sagen, wenn du vorbeikommst? Schwörst du? Was denn überhaupt? Paul ist tot. Paul McCartney ist tot, Mann. Was? So ist richtig, junger Mann. 5 Minuten vor der Zeit ist die Soldatenpünktlichkeit. Schatz. Hallo. So, Tim, jetzt trink erst mal einen Schluck Samsara-Tee. Der ist gut fürs Blut und wirkt anregend. Tessa ist bestimmt gleich fertig. Vielen Dank, Frau Störnberg. Ja, auch Samsara-Tee. Na komm, meine Kleine. Wir gehen in die Küche. Wo ging es bei der Familie Kerner hin in diesem Jahr? Ja, meine Mutter ist nach Brasilien gefahren für 2 Wochen. Allein? Nein, mit ihrem Verlobten das Terrain erkunden. Wir wollen eventuell nächstes Jahr auswandern. Brasilien, ja, ja. Schöne Amethyste da. Einige meiner Kameraden sind im Edelsteingeschäft. Hallo. Gehen wir? Also pass auf, das ist so. Am 9. November 66 steigt Paul McCartney in sein Auto, einen Aston Martin. Er hat sich vorher mit den anderen im Studio gestritten und ist immer noch aufgeregt. Er fährt die Abbey Road runter und biegt dann in diese hier. Gleichzeitig kommt ein weißer Käfer aus der hier und biegt in diese hier. An der Kreuzung Circus Road in Wellington übersieht einer der beiden eine rote Ampel und sie krachen zusammen. Paul McCartney wird zwischen der Tür und dem Lenkrad eingequetscht und geköpft. Dem Fahrer vom Käfer passiert nichts. Der Manager Brian Epstein beschließt, den Tod von Paul McCartney zu vertuschen und ersetzt ihn durch einen Doppelgänger. Der Typ mit dem Käfer ist der Mörder von Paul McCartney. Hier, guck dir mal die Platten an. Da sind überall Beweise drauf. Hier zum Beispiel, da hatte der Doppelgänger keine Zeit. Da haben sie irgendeinen Typen hingestellt. Der ist aber viel zu groß, total auffällig. Dann da, OPD. Was soll das heißen? Das ist Englisch. Das heißt officially pronounced dead. Offiziell für tot erklärt. Dann da, das ist ein P für Paul. Das sind Candice-Pflanzen. Was? Na, Haschisch. Ach so. Das P ist durchgestrichen. Der ist tot, die stehen vor dem Grab vom echten Paul. Hier, die Hand über dem Kopf. Indisches Zeichen für den Tod. Hier macht's John ganz offen. Wieder die Hand über dem Kopf. Diesmal ist es sogar das Zeichen für den Teufel. So. Gibt's noch was? Ja, na klar. Da. 3 rote Nelken bei den anderen, eine schwarze bei Paul. Aber das Beste kommt noch. Sag mal, was du siehst. Na, John, Ringo, Paul und George gehen über einen Zebrastreifen. Und wo kommen die her? Aus dem Studio. Falsch. Links außerhalb vom Foto ist ein Friedhof. Die kommen von einer Beerdigung. Pass auf. John trägt weiß, er ist der Pfarrer. Danach kommt Ringo in so einem komischen schwarzen Anzug. Also er ist der Angehörige vom Toten. Könnte aber auch der Bestattungsunternehmer sein. Kann auch sein. Danach kommt der falsche Paul als der Tote. Er geht als einziger nicht im Gleichschritt. Fällt dir noch was auf?
Paul ist barfuß, als einziger. Richtig. Roger hat gesagt, bei der Mafia werden den Toten die Schuhe ausgezogen. Den Toten. Der Typ hält seine Zigarette in der rechten Hand, aber Paul ist doch Linkshänder. Und am Ende der Prozession geht George in Arbeitsklamotten, der Totengräber. Aber das Beste ist hier. Der Käfer, ja klar. Ja, aber guck dir mal das Kennzeichen an, die Nummer. LMW 28IF. Na, weiß ich doch schon. Mensch, Helmut, überleg doch mal, wann ist die Abbey Road aufgenommen worden? 1969. Und wie alt wäre Paul McCartney da gewesen? 42, 50. 28? Er wäre 28 gewesen, wenn er nicht gestorben wäre. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Sicher, dass er nicht für mich zurück ist. Auf jeden Fall. Wo ist denn hier die Toilette? Gleich da vorne. Rutsch mal bitte ein Stück. Ich muss mich schnell hinlegen. Sonst läuft das Zeug gleich raus. Nur in der horizontalen Anwendung steht drauf. Das riecht aber echt ein bisschen komisch. Ein Schäumen tut es auch, aber egal. Oh Mann, oh Mann. Was denn? Brutal. Der Typ hier. Der neben dem Polizeiauto. Ja, was ist denn mit dem? Der sieht aus wie Herr Höher. Welcher Herr Höher? Herr Höher, Mensch, der Hausmeister aus unserer Schule. Hä? Na, Holzi. Quatsch. Holzi ist viel fetter. Hör mal, du Spasti, die Platte ist von 1969. Das ist 11 Jahre her. Da hatte Holzi noch nicht so eine Wampe. Oh, Helmut, was ist das denn für ein Quatsch? Was soll denn Holzi auf der Abbey Road? Jetzt muss Kannst mich doch jetzt nicht hängen lassen. Nicht zu viel, nicht zu viel. Nicht zu viel. Okay. Ruhig. Das langweiliges Denken. Amethyste. Yoko Ono. Yoko Ono. Scheiße!
Das ist hier die Zigarettenschachtel von dem Typ im Laden. Da steht eine Nummer drin. Was? Und das sagst du mir jetzt erst? Bisher hast du mir ja noch nicht geglaubt. Helmholtz-Gymnasium, ja. Mann, wenn der was mit der Sache zu tun hat, dann sollten wir besser die Finger davon lassen. Wie? Erst erzählst du mir die ganze Geschichte, jetzt willst du kneifen? Hast du Schiss in der Hose oder was? Aber Holzi? Mann, mit dem ist nicht zu spaßen. Weißt du, warum der Karzer-Turm gesperrt ist? Da hat sich ein Junge aufgehängt. Ernesto Kubisch. Holzi hatte den da eingesperrt. Der Junge hat tagelang an die Tür gehämmert und geschrien. Aber Holzi hat nicht aufgemacht. Nee, der hat mit dem Schlüssel vor der Tür gestanden, aber nicht aufgemacht. Dann ist er verrückt geworden, hat seine eigene Pisse getrunken und sich aufgehängt. Und heute hängt er immer noch da und freut vor sich hin, ha? Mensch, Tobias, ist doch Babykram. Das Schwein da drüben hat was mit dem Mord von Paul McCartney zu tun. Das ist doch was ganz anderes. Ich ruf noch mal an. Ja. Hallo? Wer ist denn da? Ich kann Sie nicht hören. Sie Schwein. Wir wissen genau, wer Sie sind. Wir kriegen Sie. Was soll denn das? Hallo? Hallo? Wer sind Sie? Morgen besorgen wir uns eine Ausrüstung, alles klar? Ich muss nach Hause. Wenn irgendwas ist, ruf mich an. Ich nehme das Telefon mit in mein Zimmer. Meine Eltern hören da nichts. Helmut? Ja? Aber keinem weiter sagen. Und du hältst deinen Bruder da raus, ja? Halt die Augen offen. Holzi? Wieso Holzi? Was soll denn das? Kannst du mir mal sagen, was das hier soll? Ich habe den Schlüssel nicht gefunden. Den Schlüssel nicht gefunden. Du schließt doch sonst nie ab. Mama hat doch gesagt, wir sollen abschließen. Ja und? Hast du es bis jetzt je gemacht? Nein, also was ist los? Was ist? Der Hausmeister ist auf dem Abbey Road Cover. Was? Hausmeister von deiner Schule ist auf dem Abbey Road Cover. Neben dem Polizeiauto. Und der Mörder hat seine Nummer. Also die Telefonnummer von Holzi. Was für ein Mörder? Der Mörder von Paul McCartney. Der Typ mit dem Käfer. Tickst ja wohl nicht mehr ganz richtig. Doch, ich habe ja mit ihm gesprochen. Du hast mit dem Mörder von Paul McCartney gesprochen. Nein, mit dem Hausmeister, Mensch. Habe ich doch eben gesagt. Na und? Was ist denn da so Besonderes dran? Der Hausmeister wohnt gegenüber, du Depp. Verstehst echt überhaupt nichts. Nein, Tobias, heute ist noch nicht Donnerstag. Ich kann dir das Geld nicht geben. Deine Mutter hat gesagt, einmal die Woche, immer am Donnerstag. Komme ich immer am Donnerstag nicht nochmal? Am Donnerstag kannst du gerne wiederkommen. Heute nicht, tut mir leid. Lügen Sie doch nicht. Das tut Ihnen doch überhaupt nicht leid. Sonst würden Sie mir es ja geben. Jetzt wird man nicht noch frech, ja? Blöd, Mann. Laufender Meter, ey. Wichtschiss. Lies noch mal vor. 14:34, Holzi beendet sein Mittagessen. 14:41, der Verdächtige schraubt sein Holzbein ab.
14:45, er macht Mittagsschlaf. Mann, es ist jetzt schon 16:30 und der Kerl pennt immer noch. Lass uns wenigstens noch eine halbe Stunde warten, okay? Na gut. Aber dann habe ich wirklich Hunger. Ich kann uns auch jetzt schon was machen. Hm? Sag mal, meinst du, man kann Romeo und Juliet hinter Wish You Were Here aufnehmen? Klar, wieso nicht? Meinst du nicht, das ist so auffällig? Wie zu auffällig? Naja, weil... Ach, ist egal, nur so. Gib noch mal her. Da! Los, schreib auf. 17:05 Uhr. Der Verdächtige verlässt in Begleitung seines Hundes das Haus. 17:50 Uhr. Der Verdächtige wirft einen Stock in den Bach. Sein Hund bringt ihn zurück. Oh, ich habe keine Lust mehr, das bringt's doch nicht. Hier passiert nichts mehr. Wie spät ist denn? 5:06 Uhr. Lass uns doch wenigstens bis 6 warten. Hey, Ronny und Corinna. Hier passiert doch noch was. Los, die fahren zu Kiesemode, da gibt's was zu sehen. – 17:55 Uhr. Die Partner trennen sich und verfolgen getrennte Spuren. – 18:10 Uhr. Holzi betritt seine Wohnung in der Schule. Er trinkt ein Bier. Helmholtz-Gymnasium, Hör. Hallo? 19:04 Uhr. Holzi verlässt die Schule. – 19:13 Uhr. Er betritt die Kneipe zum Goldenen Schwan. Holzi setzt sich in eine dunkle Ecke der Kneipe. Er sieht sich um, dann zündet er sich eine Pfeife an. Von dem Typ mit dem Käfer ist nichts zu sehen. Hallo Dana, schon zurück? 19:16 Uhr. Holzi bestellt sich ein Bier, das 5. heute, und trinkt es alleine aus. Ohne mit jemandem zu reden. Und, wie war's? Warte mal. Hallo Helmut. Hallo. Ich komm gleich. Okay. Beurteilung. Der Zusammenhang zwischen dem Hausmeister und dem Mörder mit dem Käfer konnte noch nicht hergestellt werden. Ich behalte ihn weiter im Auge. Morgen läuft der letzte Teil von Alan Banks Sendung. 22:19 Uhr. Gezeichnet Tobias Kerner. Willst du vorbeikommen? Meine Eltern sind weg. Bei Stefanie Brust ist heute Abend eine Gartenparty. Weißt Till davon? Na wohl kaum, ist ja keine Kindergartenparty. Ich würde ja gerne, aber der Helmut ist gerade gekommen. Und außerdem muss ich auf Tina aufpassen. Na, dann frag doch Helmut, ob er auf sie aufpasst. Nee, das ist gemein. Ronny kommt wahrscheinlich auch. Echt, bist du sicher? Ja, klar.
Na, Helmut, wie geht's? Ich habe dir eine Kassette aufgenommen. Das ist aber süß von dir. Was ist denn da drauf? Auch Verschiedenes. Das fängt an mit Dire Straits und danach kommt eher was Härteres, Blondie. Ich finde, auf Kassetten muss man so gegensätzliche Lieder drauf haben, damit es abwechslungsreicher wird. Sag mal... Hast du heute Abend schon was vor? Nö. Ich dachte, wir... Wieso? Dann könntest du mir einen riesen Gefallen tun. Was denn? Aber nichts Till sagen, okay? Helmut. Hm? Das musst du mir versprechen. Till darf nichts davon erfahren. Kein Problem mehr. Dank dir. Spielen wir was? Was machst du denn hier? Ab ins Bett? Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, das hier ist das zweite deutsche Fernsehen, nicht Radio Moskau. Sie müssen also hier Deutsch sprechen. Das war ja Deutsch. Das war Deutsch, können Sie das beweisen? Ja, ich lasse das Kauderwelsch jetzt mal in entgegengesetzter Richtung wiedergeben. Na dann los. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Sie mit meinem Hobby bekannt machen darf. Das ist ja ungeheuer. Können Sie uns ein Lied singen? Ja. Wirklich? Ja. Tvolanil rep icisat tfup 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 resavnet lesrun of tfut 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 net loch meritemos tful tful tvolanil rep icisat ayayay tful tful tfulasi tfut 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 mit ne tfup 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 resavnet lesrun of. Was war das denn? Berliner Luft von hinten. Berliner. Sit you down, Father. Rest you. The letter which thou findst the right thing to Edmund Earl Block. The letter which thou findst the right thing to Edmund Earl Block. Keep him out upon the British people. Oh, time is Bist du immer noch wach? Billy Shears, Wer ist denn Billy Shears? der Doppelgänger von Paul McCartney. Das ist Billy Shears. Billy Shears war ein junger Musiker aus Liverpool, der zufälligerweise am 6. Oktober 1960 mit den Beatles im Kaiserkeller in Hamburg spielte. Bis auf seine viel zu große Nase glich er Paul McCartney bis aufs Haar. Am 17. November 1960 wurde er im Raum neben Paul McCartney und Pete Best im Bambi-Kino einquartiert. Die Beatles fangen an, im Top Ten Club zu spielen. Billy Shears hat die Witze über seine Nase satt. Er zündet ein paar Pariser in dem Zimmer von Paul und Pete Best an. Das Kino brennt. Paul McCartney und Pete Best werden verhaftet. Am nächsten Tag werden die Beatles ausgewiesen. Zurück nach Liverpool. Jahre später. Paul McCartney stirbt. Brian Epstein erinnert sich an Billy Shears. Der Typ wird ausfindig gemacht und sie bezahlen ihm eine neue Nase. Kein Unterschied mehr. Morgen in Alan Banks Sendung. Krieg ich recht. Helmut kommt auch. Okay, morgen. Dann ist die Stunde der Wahrheit.
Helmut, was machst du denn hier? Bist du bekloppt? Deine Jalousie, da ist ein Knick, den wollte ich nur. Hast du vielleicht Durst? Geh bitte. Geh nach Hause. Die öffentliche Stellungnahme von US-Präsident Carter zu der Libyen-Affäre seines Bruders Billy hat in Washington ein überwiegend positives Echo gefunden. Tina Steinberg, wer ist da? Hallo, hier ist Till. Ist deine Schwester da? Ja, aber die schläft. Ach, schade. Kannst du sie vielleicht wecken? Ach nee, die schläft doch nicht. Die steht neben mir. Hier, Tessa, das ist der Till. Ja, hallo? Hast du Lust, schwimmen zu gehen? An der Brücke? Ich habe schon eine Verabredung mit Dana. Wann denn? Im Schwimmbad um 2. Bring sie doch mit. Am Fluss ist so viel netter. Dana war schneller als du. Außerdem habe ich sie seit 4 Wochen nicht mehr gesehen. Und vielleicht danach? Heute Abend im Mocambo? Vielleicht ja. Ich rufe dich heute an. Heute Nachmittag. Oder morgen Nachmittag. Was ist denn los mit dir? Was hast denn du? Nichts. Heute Abend im Mocambo. Alles klar. Wann denn? Ja. Ach, das ist okay, oder? Alles klar. Bis dann. Eine Reportage zur Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Moskau und auf WDR 3 der 4. Teil des Beatles Specials mit Alan Banks. Nun zu der Auflösung unseres Quiz der vergangenen Woche. Die Frage lautete, was sagt John Lennon am Ende von Strawberry Fields? Die Frage fanden aber die meisten ziemlich schwer, denn ich habe nur ganze 53 Antworten bekommen. Die richtige Antwort benötigt also offenbar eine kleine Erklärung. Als die Beatles 1969 zum letzten Mal im Studio zusammenkamen, damals um Abbey Road aufzunehmen, hatten sie keine Ahnung, welche bizarren Gerüchte das Cover der Platte auslösen sollte. Kurz nach der Veröffentlichung im September 1969 meinte nämlich ein gewisser Russ Gibbs, ein Diskjockey der Detroiter Radiostation WKNR-FM, dass Paul McCartney schon im November 1966 gestorben war. Was? Brian Epstein vertuschte den Tod und ersetzte Paul mit einem Doppelgänger. Auf verschiedenen Covern haben John, George und Ringo einige Anspielungen auf den tragischen Tod ihres Freundes gemacht. Am meisten Beweise für die ungeheuerliche Behauptung findet man aber auf dem Abbey Road Cover. Auf diesem Bild kann man einen weißen VW Käfer auf der linken Seite im Hintergrund erkennen. Er trägt das Nummernschild LMW 28IF. Du hast recht. Der echte Paul McCartney wäre 1969 28 Jahre alt gewesen, wenn er nicht umgebracht worden wäre. Und was bedeutet LMW? Ganz einfach, Linda McCartney Weeps. Also, Linda weint, weil Paul tot ist. So skurril die Geschichte auch ist, genauso schwachsinnig ist sie auch. Am 8. August 1969 war Paul 27 Jahre alt, nicht 28. Was die Beantwortung meiner Frage anbelangt, so lassen wir doch am besten John Lennon selbst zu Wort kommen. Cranberry sauce. And it's me going, cranberry sauce, cranberry sauce. So that's what it said. Cranberry Sauce, also anstatt I Buried Paul. Preiselbeersoße, also anstatt I Buried Paul. Tja, tut mir leid, Freunde, aber so ist das manchmal im Leben. Preiselbeersoße? Das macht überhaupt keinen Sinn. Du hast ihm geglaubt. George hat ihn voll verarscht und du hast ihm geglaubt. Sag mal, was erzählst du mir eigentlich für einen Scheiß? Ich mach mir ja voll zum Deppen. Aber ich hab den Käfer doch gesehen. Der war hier. Vergiss es.
Hallo? Roger? Roger? Bist du da? Komm rein! Hallo? Ich komm jetzt rein! Roger? Hallo? It's more whole, actually. Whole. It's whole. As in holes. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like hot. Tobias? Tobias? Mama?
Nacht, mein Süßer. Nacht, Mama. Mama? Soll ich im Flurlicht anlassen? Und die Tür anlehnen. So? Bisschen mehr. So? Bisschen weniger. So. So ist gut. Nacht, Tobias. Nacht, Mama. Hallo Helmut. Hallo. Treffen wir uns nachher an der Brücke? Okay. Hallo. Ist hier die 7C? Ja, komm rein, setz dich. Ich werde euch gleich den Stundenplan vorlesen. Also, nächste Woche geht's los. Montag, erste Stunde Mathematik bei Herrn Jasnik. Zweite Biologie. Kannst du mir was zum Schreiben geben? Bei Herrn Heiland. Dritte Stunde Sport bei Herrn Zintler. Vierte Stunde Musik bei Frau Hoffmeister. Und heute beginnt euer Unterricht in der zweiten Stunde mit Englisch bei Herrn Riesch. Hier. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Das ist Mr. Riesch aus Liverpool in England. Er ist Referendar und wird euren Unterricht in den nächsten 3 Monaten übernehmen. Bitte, Mr. Riesch. Danke. Viel Glück. Dankeschön. Okay. Also, mein Deutsch ist nicht so gut. Wo ich komme hier, haben die Leute kein Siezen. Erste Ding, ihr lernt, alle sagen du in Englisch. Vergesst Mr. Riesch. Ich bin Billy. Ich bin nicht hier, um German zu sprechen, sondern Englisch. Und damit ich euch lerne kennen, muss ich Namen wissen. Ich gebe euch englische Namen, dann ihr fühlt mir Englisch. Was ist dein Name? Well, I think for you, Paul could be suitable. Is that okay? Paul? And yours? Wie heißt du? Bingo. Mein Vater ist jetzt im Krankenhaus. Und siehst ihn oft? Klar, was denkst du denn? Liegt doch nicht so weit weg. Und Tessa? Nö. Hey! Er ist hier! Er ist hier! Ich habe ihn gesehen! Er will... Mann, hast du es immer noch nicht gerafft? Der Typ heißt Billy Riesch. Woher weißt du denn das? Von Roger. Roger lügt! Er steckt mit dem unter einer Decke! Ich habe die beiden... Tobias, der ist ein Englischlehrer, kein Mörder. Der ist doch kein Englischlehrer! Der tut nur so! Du hast ihn ja nicht in Englisch, du hast immer noch bei Frau Matterhorn. Aber der weiß, was ich weiß. Und der will mich kalt machen. Komm mal zurück ins Leben, Kollege. Du bist reingelegt worden, kapierst du? Das Leben geht weiter. Es gibt Dinge, wichtigere Dinge. Aber der hat eine Knarre. Und der hat auf mich geschossen. Vergiss es einfach. Er kann mich doch nicht einfach im Stich lassen.
Verräter! The mood is right, the spirit's up. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Das war Paul McCartney mit Wonderful Christmas Time. So, wir kommen jetzt wieder zu unserem Nachwuchstalentteil in unserer Sendung. Wir hatten ja schon vor einigen Monaten Tobias Kerner im Studio von Nuzzlebox. Herr Kerner, guten Abend. Guten Abend. Tja, es ist ja einiges passiert, seitdem Sie das letzte Mal bei uns im Studio waren. Erzählen Sie doch mal. Ja, also Nuzzlebox haben sich aufgelöst. Warum? Differenzen. Musikalische oder persönliche? Musikalische und persönliche Differenzen. Ja, und was machen die anderen ehemaligen Mitglieder? Haben Sie denn noch Kontakt? Ja, kaum. Also, der Till ist ja mein Bruder, aber der macht jetzt keine Musik mehr und der Helmut auch nicht. Ich hatte jetzt eine künstlerische Schaffenspause eingelegt, aber jetzt habe ich wieder eine Band. Wir heißen Black and White. Aha, da spielt der Harry Runge mit, Schlagzeug. Harry Runge, den die meisten Hörer wahrscheinlich unter seinem Künstlernamen Ringo Runge kennen. Wie sind Sie an den rangekommen? Ja, der tauchte eines Tages auf und wir haben uns sofort verstanden. Wir sind dann auch gleich ins Studio gegangen. Ja, wir haben jetzt auch andere Vorbilder, also musikalisch meine ich. Ja, das klingt doch auch alles schon ganz anders als noch bei Nuzzlebox. Wir hören jetzt ein Stück von Black and White. Wie heißt das? New York. Das Stück heißt New York. Wie lange braucht man denn von hier nach New York? From here to Frankfurt and then a 6-hour flight. Morgen Abend werde ich schon dort sein. Okay, wir haben noch 20 Minuten. Ihr könnt euch jetzt eure Geschenke übergeben. It's Yule Club time, boys and girls! Was ist denn los? Was denn? Mach das Radio an. Wieso? Bereitstellen. New York. Es steht nun fest, dass John Winston Lennon, ehemaliges Mitglied der Beatles, gestern Abend gegen 22:50 Uhr Ortszeit vor seinem Haus, dem Dakota Building nahe des Central Parks, von einem bisher nicht identifizierten Mann angeschossen worden ist. Billy. Das Attentat endete für Lennon tödlich. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. John Lennon war 40 Jahre alt.